Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Die Leinwand, die ich heute gestalten möchte, ist rechteckig und es soll ein fröhliches und buntes Bild mit verschiedenen Spachtel- und Rakelwerkzeugen geben. Und meine beiden Farben für die Hintergrundbemalung, das ist einmal das permanent Blau-Violett und das Hellrosa, trage ich ganz ungewöhnlich einmal mit dem Schwamm auf. Da das permanent Blau-Violett eine transparente Farbe ist, trage ich in jedem Fall die Kombination noch ein zweites Mal auf, sodass ich also eine blickdichte Hintergrundbemalung habe. Nachdem die Hintergrundbemalung getrocknet worden ist, trage ich meine erste Farbschicht, das ist das Olivgrün Hell, mit einem Stuckateur-Spachtel auf und ich muss mich erst an dieses Werkzeug ein bisschen gewöhnen. Mein Rakelwerkzeug, also die Glättkelle, die ich sonst benutze, ist relativ breit. Und hier habe ich es jetzt mit einem sehr schmalen Werkzeug zu tun, das im Grunde genommen nicht viel Farbe aufnehmen kann. Und so fühle ich mich zunächst einmal in dieses Werkzeug ein und merke dann, dass es gut in der Hand liegt und dass es ganz wunderbar schon erste Kratzer in meine Farbschicht macht. Und so langsam gewinne ich nach und nach ein bisschen das Vertrauen in dieses Werkzeug. Und so kratze ich ein bisschen Farbe ab, ich gebe Farbe wieder auf die Leinwand und arbeite mit dem Werkzeug zunächst mal in der horizontalen Richtung. Jetzt wechsle ich nicht nur die Farbe, sondern auch das Werkzeug. Als Farbe habe ich mir die transluzente Farbe Perlweiß ausgesucht, die am Anfang deckend aussieht, es aber in Wirklichkeit nicht ist. Und ich habe zu einem Malspachtel gewechselt, der vorne ein paar Zähne hat. Und auch dieses Werkzeug hatte ich noch nicht im Einsatz und fühle mich auch hier einmal hinein und bemerke dann, je nachdem wie ich meine Hand halte, kann ich damit viele Rillen in meine Arbeit ritzen oder auch ganz, als wäre das ein Malspachtel ohne Zähne, damit arbeiten. Schön ist es momentan auch mit der transluzenten Perlfarbe in Weiß zu arbeiten. Diese Farbe hat, wenn sie aufgetrocknet ist, einen leichten perlfarbenen Schimmer. Und je weiter ich sie mit dem Spachtel verteile, desto zarter wird sie im Ausdruck. Und wenn ich mehr von der Farbe auf einer Stelle lasse, desto deckender wird sie. Natürlich ist sie niemals richtig deckend und die darunterliegende Farbschicht wird also immer durchscheinen. Ich habe vorhin, das habe ich rausgeschnitten, die erste Farbschicht angetrocknet, weil ich unbedingt das Olivgrün so weit so haben wollte, wie es dann ist und darauf aufbauend dann die anderen Farben auftragen. Die anderen Farben jedoch trockne ich nicht extra an. Das wird von euch sehr oft in den Kommentaren gefragt. Also die nachfolgenden Schichten ab dem Perlweiß trage ich als Nass-in-Nass-Technik auf. Jetzt kommt eine Farbe zum Einsatz, die ich ganz am Anfang für die Hintergrundbemalung schon benutzt habe. Und zwar ist das Hellrosa. Hellrosa ist deckend, wie man sehen kann. Und ich wechsle noch einmal das Werkzeug. Ursprünglich stand für dieses Bild ein Bild, was ich schon mal gemalt habe, Pate. Aber ich würde einen sehr schlechten Kunstfälscher abgeben. Während ich male, erzeuge ich Inspiration und Kreativität bei mir und dann kann es sein, dass ich gedanklich gar nicht mehr die ursprüngliche Idee verfolge, die ich einmal hatte, sondern ich lasse dann intuitiv die Werkzeuge arbeiten, greife dann zu einer anderen Farbreihenfolge und würde niemals wegen Kunstfälschung hinter Gitter landen, weil bei mir jedes Mal ein anderes Bild entstehen würde.
Das Bild braucht in jedem Fall jetzt einen farblichen Akzent und der kommt über das Permanent Rot-Violett, die Schwesterfarbe vom Permanent Blau-Violett. Auch diese Farbe ist transluzent und wird sich im Laufe meiner Arbeit immer mehr mit den anderen Farben vermischen und zunächst wird sie sich mit dem Hellrosa vermischen. Ich ziehe auch hier mein Spachtelwerkzeug verschiedentlich über die Leinwand, mal mit mehr und mal mit weniger Druck. Teilweise kratze ich auch mit den Kanten wieder Macken in meine Leinwand. Das fand ich sehr schön. Das kann man ja bei meinen Rost- und Patina-Bildern sehr gut beobachten. Und der Farbauftrag von dem Permanent Rot-Violett ist mir ein bisschen zu viel geworden. Ich hatte vorher ja eher gedecktere Farben im Einsatz. Und so nehme ich mit meinem Spachtelwerkzeug teilweise auch die Farbe wieder herunter und gehe dann mit leichterem Druck nochmal über die Stellen. Teilweise wird so die Farbe bis auf das Olivgrün hell abgekratzt. Auf das Permanent Rot-Violett trage ich jetzt ein bisschen von dem Perlrot auf. Das ist wie das Perlweiß, nur mit einem rötlichen Schimmer, wenn es aufgetrocknet ist. Und ich finde die Kombination einer normalen Farbe mit dem ähnlichen Farbton einer Perlfarbe sehr schön. Aber ich stelle relativ schnell fest, dass diese Farbe für meine Zwecke viel zu transluzent ist und trage deshalb relativ wenig auf. Mir fehlte in meinem Bild noch eine helle und freundliche Farbe. Mit Gelb stehe ich immer ein bisschen auf Kriegsfuß, obwohl das eine so schöne, leuchtende Farbe ist. Aber ich habe dann einen Kompromiss gefunden und dieser Kompromiss ist Gold. Gold in der helleren Variante, das gibt es einmal als leichte Goldfarbe, für die ich mich entschieden habe, und als, ich sage mal, schwerere goldene Farbe, die ist ein bisschen intensiver vom Farbton her. Mit dem Gold setze ich jetzt Akzente und bilde Säulen und kleine Inseln, sodass sich nach und nach ein Bildaufbau ergibt. In den Kommentaren lese ich manchmal, der Künstler weiß nicht, wann er stoppen soll. Ja, das ist nicht immer so einfach, vor allen Dingen, wenn einem verschiedene Ideen während des Malens durch den Kopf gehen. Wie ich bereits erwähnt habe, lasse ich mich ja teilweise durch das Werkzeug oder auch durch die Farben leiten und meine ursprüngliche Idee werfe ich manchmal auch über Bord. Und dann kann es passieren, dass ich in dem Augenblick zwar ein schönes Bild vor mir habe, das aber meinem Inneren in dem Augenblick nicht entspricht. Ich greife gleich, nachdem ich die Goldfarbe aufgetragen habe, zu meinem Rakelwerkzeug, zu dem kleineren davon, und mache ein paar Macken und Wendungen in dieses Bild. Und wenn man sich das zu dem Zeitpunkt anschaut, dann hätte man hier stoppen können oder manche von euch werden sagen, sogar müssen. Ich war nicht der Meinung, ich war immer noch der Meinung, ich kann aus diesem Bild auch noch etwas anderes machen. Ich sehe das teilweise in den Werken von Gerhard Richter. Es gibt fotografische Aufnahmen von seinen Bildern, vielfach von seinen Rakelbildern, die er auch in mehreren Schichten malt. Und da sind Fotoaufnahmen dabei, wo man sagen würde, jetzt ist das Bild fertig. Aber zu dem Zeitpunkt war er anscheinend noch nicht damit fertig und wollte dieses Bild weitermalen. Und so kann es passieren, dass dieses Bild an 3 Stellen fertig aussieht und der Künstler aber immer noch der Ansicht ist, es müsste anders aussehen. Also verzeiht mir, wenn ich offensichtlich den Stopppunkt nicht sehe
bzw. mich einfach darüber hinwegsetze. Ich arbeite die deckende Farbe Titan Baffel ein, weil ich gleich nochmal mit einer transluzenten Farbe das Bild beenden möchte. Dieses Werkzeug hatte ich schon mal für flüssige Acrylfarben im Einsatz und ich möchte es heute für dieses Bild gerne benutzen und dazu trage ich jetzt die transluzente Farbe Grünblau auf. Ich nehme vor allen Dingen dieses Spachtelwerkzeug, weil es breiter ist als die beiden Werkzeuge, die ich in diesem Bild vorher im Einsatz hatte, aber es auch schmaler ist als mein normales Rakelwerkzeug. Und damit werde ich gleich senkrechte Bahnen über mein Bild ziehen und ich finde, dadurch ergeben sich sehr schöne Strukturen. Jetzt schauen wir uns das gespachtelte und gerakelte Bild noch in nassem Zustand etwas genauer an. Man kann die einzelnen Farbschichten sehen. Dadurch, dass die letzten Farbschichten nicht getrocknet sind, haben sie sich sehr gut miteinander vermischt. Ich kann Strukturen sehen. Ich sehe teilweise die Struktur der Leinwand, teilweise die Strukturen, die ich mit den verschiedenen Werkzeugen hineingekratzt habe. Und ich habe selbst noch das Olivgrün, das durchscheint. Ich mag hier die senkrechte Struktur des Bildes besonders gerne. Jetzt zeige ich euch das Bild auch noch einmal im getrockneten Zustand. Die Farben sehen hier etwas anders aus, weil das Bild an einer anderen Stelle hängt und die Lichtquelle dort anders ist als im Atelier. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.